Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen bei einer neuen Folge von Hunter und Kron. Heute mit King of Tokyo, ein Monsterspiel von Richard Garfield. Den kennen und lieben wir alle, denn er hat das allererste Sammelkartenspiel der Welt erfunden, Magic the Gathering, und das großartige Robo Rally. Für 2 bis 6 Spieler ab 8 Jahren, 30 Minuten, geht schnell und zackig. In King of Tokyo schlüpfen wir in die Rolle von einem von 6 Terrormonstern: Gigasaur, Alienoid, Mecha Dragon, Cyber Bunny, Kraken und The King. Ja, erstmal haben sie einfach nur ein unterschiedliches Aussehen. Jeder kriegt hier so ein Tableau. Das ist gleich aufgebaut. Hier oben ist so ein so eine Ruhmespunkteanzeige hier, die man so richtig drehen kann. Und wenn man 20 Ruhmespunkte hat, hat man das Spiel gewonnen. Und einmal hier unten die Lebensenergie, man startet mit 10. Ja, wenn man auf 0 runtergehauen wurde, dann ist man tot und schaut sich den Rest der Partie von außen an. Es gibt ein lustiges kleiner Gimmick in der Anleitung, nämlich es beginnt immer der Spieler, der seinem Monster am ähnlichsten sieht. Bei manchen ist es offensichtlich, bei manchen auch nicht. Es gibt nur 2 Orte, wo mein Monster sich aufhalten kann. Entweder ich bin nicht in Tokio oder ich bin in Tokio. Wenn ich Tokio erobere, bekomme ich einen Ruhmespunkt. Wenn ich Tokio sogar eine Runde halte, bis ich wieder dran bin, bekomme ich am Anfang meines Zuges 2 Ruhmespunkte. Das Problem ist nur, wenn ich in Tokio mich befinde, kann ich mich nicht heilen. Und ich bekomme Schaden von allen Monstern, die außerhalb von Tokio sind. Die feuern quasi auf mich drauf. Und ja, das ist natürlich ein Problem. Ich kriege viel Schaden, kann mich nicht heilen. Aber wenn ich dran bin, das quasi aushalte, wenn ich wieder dran komme, kriege ich 2 Ruhmespunkte. Und ich kann mit meinem Angriff alle Monster, die nicht in Tokio sind, gleichzeitig angreifen und ja, ihnen Lebenspunkte abziehen. Der Spielplan hat 2 Felder, die aber das Gleiche bedeuten. Es ist nur so, bei 5 bis 6 Spielern kommt noch die Tokyo Bay hinzu. Das ist einfach ein weiteres Tokio-Feld. Das heißt, bei 5 oder 6 Spielern können sich einfach 2 Monster gleichzeitig in Tokio aufhalten. Herzstück des Spiels sind natürlich die Würfel, weil es ist im Prinzip eine Art Monsterkniffel. Wenn ich drankomme, würfel ich bis zu 3 Mal, wie man das von Spielen wie Kniffel kennt, und darf dann sammeln, aussuchen, was ich will, und nach dem 3. Mal muss ich den Wurf dann so liegen lassen. Und es gibt insgesamt 6 verschiedene Symbole auf den Würfeln. Einmal die Zahlen 1, 2 und 3, dann Herzen, Blitz und Kralle. Ja, mit den Zahlen könnte ich versuchen, Ruhmespunkte zu sammeln. Da brauche ich aber immer 3 gleiche Zahlen, damit überhaupt was passiert. 3 Dreier wären zum Beispiel 3 Ruhmespunkte, 3 Zweier 2 Ruhmespunkte, 3 Einser 1 Ruhmespunkt. Finde ich ein bisschen langweilig. Viel lustiger ist es, zu versuchen, alle anderen Monster umzubringen. Ja? Und dazu brauche ich Tatzen, nämlich eine Tatze, einen Schaden. Ja, und Schaden kann man natürlich, den man dann erlitten hat, kann man natürlich auch versuchen, wieder wegzuheilen mit den Herzen. Pro Herz heilt man einen Schaden, aber nur, wenn man nicht in Tokio ist. Monster, die in Tokio rumhängen, sind natürlich viel zu sehr damit beschäftigt, da Randale und Schaden zu machen. Da bleibt keine Zeit zu heilen. Ja, zu guter Letzt gibt es noch hier so ein Blitzsymbol. Das sind diese kleinen Energiesteine, Energiebrocken, wie es heißt. Und für jeden gewürfelte Blitzsymbol kriege ich so einen Energiebrocken, die kann ich über mehrere Züge ansammeln. Und mit diesen Energiebrocken kann ich mir coole Karten kaufen. Davon liegen immer 3 offen aus, sodass ich quasi die Wahl habe zwischen 3 Karten. Es gibt aber insgesamt extrem viele Karten, sieht man hier. Das heißt, an Spielvarianz ist da echt eine Menge geboten. Die sind grob eingeteilt in 2 Kategorien, nämlich Karten, auf denen Behalten steht. Das sind dauerhafte, permanente Effekte, die mein Monster in irgendeiner Art und Weise verbessern. Und diese Abwerfen-Karten, die in dem Moment, wo ich sie kaufe, sofort eintreten und einfach einen einmaligen Effekt auslösen. Es mag sein, dass in King of Tokyo langfristig gesehen das Punktesammeln die bessere Strategie ist. Aber ihr Punktesammler, lasst euch eins sagen, ihr seid langweilig. Seid ein anständiges Monster, greift Tokio an, haltet Tokio und bringt alle anderen Monster um. Denn ich kann euch eins versprechen, so ein Sieg, es fühlt sich doppelt so kostbar an wie so ein dahingewürfelter Punktesieg. King of Tokyo macht natürlich Würfelspieler und Monsterspieler Träume wahr. Also mir persönlich gefällt es wirklich super. Es ist originell, es ist ein tolles Thema, was richtig Bock bringt.
Gut, die einzelnen Monster haben keine Spezialfähigkeiten von Natur aus, sie sehen nur unterschiedlich aus, aber ich finde, selbst das ist eigentlich egal, weil dafür hat es eben so ein bisschen einen Rollenspieler-Flair. Bin ich jetzt mega sauer oder Cyber Bunny? King of Tokyo von Richard Garfield ist einer der coolsten und witzigsten Füller, die ich persönlich je gespielt habe. Es ist seit über einem Jahr absoluter Dauerbrenner in unserer Spielerunde. Wir spielen es ständig, weil es eben, wenn noch nicht alle da sind, wenn schon wieder welche gehen wollen. Eine Runde King of Tokyo passt immer. Und jedem gefällt's, jeder will es spielen. Es gibt eigentlich niemanden, der sagt, oh, kein Bock mehr. Fast niemand, würde ich sagen. Ja, aber genau, wenn man auch nur irgendwie ein bisschen was für Würfelspiele übrig hat, Monster ins Herz schließen kann, dann braucht man King of Tokyo. Und selbst wenn man keine Monster mag, dann sollte man mal über seinen Schatten springen und trotzdem eins verkörpern. Ja, das war King of Tokyo. Wir haben auch noch 2 Erweiterungen von dem Spiel. Die stellen wir euch in den nächsten Videos vor. Also seid gespannt. Bis dann.